Guten Morgen, liebe Freunde. Herzlich willkommen bei dem besten Kanal hier auf YouTube, wenn es um Musik geht und um die schnellsten Guten Morgen-Intros, die bis in den Nacken gehen, wenn man Dana mal genau beobachtet. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder einmal eingeschaltet habt und jetzt den Abo-Button wegsmasht. Denn wir sind bei den 62.233 Abonnenten. Leute, Road to 100k ist definitiv Thema. Dank euch unfassbar. Dieses Tempo hat kein anderer zuvor geschafft. Ist eine Behauptung, die man aufstellen könnte und sicherlich sehr, 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 sehr deutlich damit scheitern wird. So, Nein. Wir kommen heute zu einem wunderbaren Video. Es wurde vorgeschlagen von, ich weiß den Namen leider nicht, aber es gab da so ein paar, die das sehr oft geschrieben haben, von Jay Park. Die haben gesagt, Junge, du brauchst mal wieder Stoff, auf den du richtig abgehen kannst. Sag ich jetzt mal Okay. kinderfreundlich. Okay. Ja, ich weiß nicht, warum die das geschrieben haben. Du hast ja immer Spaß bei EXO und ich soll jetzt Spaß haben bei anderen, habe ich das Gefühl. Also von EXO habe ich aber auch schon wieder einen Vorschlag bekommen, ne? Der sah nicht schlecht aus in der Preview. Vielleicht, wie gesagt, solltest du die K-Pop-Reactions auf Fashion warte mal, ich mach mal so, auf Fashion auf deinem Kanal machen. Oh mein Gott. Gut, also wir kommen zu Jay Park mit der, wo ist der Titel? Mommy. Mommy. Hä? Mommy. Mom. Mom? May. Meh. Das ist ein Aber das, hier was ist, wie ein Haar aussieht, ist ein achso, aber warum ist das ein AE hier? Ja, weil es bei denen ja auch ein AE ist. Ist nicht ein E? Nee, das H ist ein Ach, das ist ein H, also nicht ein H, aber also es sieht aus wie ein Ja, H, deswegen ja. ist es A. Ja. Okay. Ja. Mommy, ja. Featuring Ugly Duck mit Official Music Video. Okay, ihr wisst. Ugly Duck, you dead. Ich bin gespannt. gespannt. Wir sollten schon so lange schreiben, die Jay Park, ne? Ja. Aha, okay. Meine Theorie ist ja, wenn das habe ich schon ein paar Mal aufgestellt, eigentlich aufgrund, nicht nur deutsche Hip-Hop-Videos, auch den amerikanischen, wenn innerhalb der ersten 30 Sekunden ein blanker Frauenhintern zu sehen ist, wird das Musikvideo garantiert ein Erfolg im Sinne von, dass es sehr stark geklickt wird. War meine Theorie mal. Ach so, willst du es mal bei deinen Videos ausprobieren? Die ich dann in Zukunft machen werde, ja. Okay. Definitiv. Mit deinem Hintern oder was? Keine Ahnung, wir können auch einen anderen nehmen. Wenn sich Und kein wir nehmen anderer ein Foto. anbietet. Können wir auch einfach einen reinhalten. Nee. Das muss ein echter sein. Ja. Zu einem Körper gehören. Ja. Das muss schon so wie hier so. Ah, okay. Was mit Butchs Hintern? Nee, Frauenhintern. Ach so. Ja. und ne, guck mal, wie viel haben wir hier? 41 Millionen Aufrufe. Ja. Das ist mal allein für den ersten Hintern direkt ein Like. Kann man machen. Für die Internetgeschwindigkeit kein Like. Immerhin war es nicht Shein. Also, das war jetzt aber mehr als nur ein Hintern. Ich weiß nicht, ich bin mir nicht sicher, was ich gesehen habe. Die Farben waren so Das grell. sind andere Spielregeln hier. Die waren mir nicht bekannt gerade. Ja, ich weiß nicht mal, ob das, also es war sehr grell. Ich muss noch mal gucken. War das noch Hintern? Also ich habe das nicht genau. Ist das ein Hintern? Was heißt Mommy eigentlich? Wenn wir schon hier bei dem besten Mommy. Frame des Videos wahrscheinlich sind. Wie Daddy? Mommy. Mommy. Achso. Mommy. Würde ich jetzt mal schätzen bei den Bildern. Oh, coole Dance-Moves. Das war Hintern Nummer 3. 4, oh 5, 6, ja, okay. Ja gut, kann ich das Video vielleicht ganz kurz mal alleine schauen? Würde ich gehen? Nee, ich glaube, ich gehe gleich. Die Kamera ist ja hier.
Wie soll ich denn gleichzeitig jetzt auf die Musik achten, den Text noch lesen und dann noch die Hintern zählen? Ja, scheiß auf den Text, würde ich gerne mal sagen. Stimmt, die sind auch meistens immer im unteren Feld des Videos, deswegen ich schieb mal den Text hoch. Ich weiß nicht, wo hinschauen soll. So viele schnelle Cuts. They ain't fucking with us. Oh no, they ain't fucking with us. This ain't DJ Mustard, this is Gray on the beats. We just say OMG, we do it properly. Hold on, wait a minute, girl. Das waren Hotbands. Ich wollte gerade sagen, ich finde die Shorts sehr interessant. Ja. Wirklich. Ja, also so jetzt mit dem Badehöschen drunter oder was das war, auf jeden Fall. Also ich habe auch einen pinken Bikini. Was hast du auch? Einen pinken Bikini. Und eine Hotpants. Die hat zwar noch mehr Stoff, aber kann man ja ändern. Also, dass man hinten sehr viel wegschneidet. Achso, die haben ja alle solche an. Ah, das ist ein Scheme, so hier, die haben hier ein Schema. Bobby. Heißt Buddy? Vielleicht? Oh, Sushi, ich hab so Bock auf Sushi. 매기는 사육사 이제 빠져나가자 이 마구간에서의 염지로 같이 온 친구들까지 다 데리고 누가 뭐래건 신경 안 써요 우린 우리 방식대로 It don't matter. Das ist ja richtig, also da könnte auch Chris Brown jetzt einfach drauf sein auf dem Song. Ich wollte gerade sagen, dass mich Jay Park so ein bisschen an Tiger erinnert. Vom Look und so von den Klamotten her und so vom Stil einfach, von der Mimik auch schon fast ein bisschen voll. Ja, voll krass. Auch wie der Beat so aufgebaut ist und so weiter. Das ist halt richtig, das könnte echt... Könnte safe ein Tiger-Beat sein. Ja, weil von der Zeit her passt das auch. Das ist ja 2015. Ja. Oh, wo die zusammen hatten, Chris Brown und Tiger. Ja. Oh, das war so gut. Geil. Und das halt aus Korea. Mega fett. Auch von der Qualität, der Produktion und alles, der Sound. Wirklich alles genau auf dem Level. Also richtig, richtig geil. Und die Mädels natürlich. Wie viel mehr möchte er denn noch sehen? Der fehlt ja nicht mehr viel. Ja, alle. Ja gut, das ist ja schon fast alles. Oh, eine Harmonie, guck. Ja. Wirklich auch wirklich sehr, sehr minimalistisch und wirklich dieses Hip-Hop-Ding, also dieses Club-Hip-Hop-Ding, ja, ist genau dieses Club-Ding. Einfach schön, fett, Bass, Sex, ja. Auch hier zum Beispiel, das ist natürlich auch mit Autotune und so weiter, aber da ist noch ein ganz spezieller, sehr berühmter, sehr alter Effekt noch mit drauf. Aha. Und zwar der Flanger, würde ich behaupten. Schon mal gehört. Was war der Flanger? Ja, der macht dieses so ein bisschen so verschwommene, unterwassermäßige. Ja. Das, man könnte das mit Autotune verwechseln, beziehungsweise wenn man den zusammen mit Autotune benutzt, dann verstärkt das so ein bisschen die Wahrnehmung von dem Autotune. Das klingt dann einfach noch wackeliger, noch tuniger mäßig. Und das ist hier die ganze Zeit zum Beispiel drauf. Ne? Hier. Also so Flanger könnte auch ein Phaser sein. Die klingen vom Effekt sehr, sehr ähnlich.
Kann ich jetzt nicht zu 100% bestimmen, aber einer von beiden auf jeden Fall. Ne, und die sind ja auch ganz weit außen gesetzt jetzt hier. Guck, kaum sind Ärsche nicht mehr im Bild, kann ich wieder Kommentare abgeben. Also ich kann dich verstehen. Mir ist es nicht unangenehm, vor dir zu gucken, aber vor der Kamera ein bisschen. Ja, so langsam haben wir uns ja dran gewöhnt, würde ich behaupten. Ich bin halt auch nur Mann. So, auf jeden Fall, was soll ich denn jetzt sagen? Ja, jetzt kannst du wieder was sagen. Flanger Phaser. Ja, genau. Ah ja, dass es so breit, so schön Stereo auch ist. Dass es halt so richtig genau dieser Wechsel halt ist zwischen den Vocals, die so richtig breit sind mit diesem Flanger-Effekt und dann aber immer so ein Main-Vocal ist, der wirklich super zentral sitzt. Und da entsteht dann halt wie so ein Dialog halt zwischen diesen Parts oder diesen Stimmen. Also es sind dann schon viele Stimmen eigentlich, aber dadurch, dass das so, wie es platziert wurde und wie die Effekte draufgesetzt wurden, nimmt man die halt nicht so störend überlagert oder überladen wahr. Das ist zum Beispiel auch ein wichtiger Produktionsgriff. Geil, hast du die Cap gesehen? Die sah aus wie das Gap-Logo. Das war nicht Gap? Nee, es war Rap. Ach, Rap. Ich dachte auch, es wäre Gap, aber es ist Rap. Das wäre Gap. Let me see that right there. Warte mal, was sollte diese Handbewegung jetzt bedeuten? Was meint denn der damit? Und guck mal, der hat da die Hand- und Fußfesseln. Ja, und hier eine Banane. Will er jetzt die Banane fesseln oder was? Aber diese Handbewegung, die ist mir ganz suspekt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich irgendein Instrument oder sowas, ne? Ja. Ich frage mich bei solchen Musikvideos immer, wo so viele Speaker im Hintergrund sind, wo holen die immer alle her? Ohne Scheiß. So oft. Das ist ja oft in Musikvideos. Naja. Sammlung. Zum Abschluss vielleicht eine persönliche Meinung zum Song. Was für ein Song? Also ich fand den Song gut. Ich habe nur Ärsche gesehen. Nee, war ich hatte halt so ein Chris Brown Tiger-Vibe. Und das hören wir tatsächlich beide ja sehr, sehr gerne. Von daher war das tatsächlich genau unser Ding eigentlich. Also das Geile ist ja auch, wie das ist ja sowieso das Faszinierende beim Koreanischen, wie man da zwischendrin immer die amerikanischen Sachen oder die amerikanischen Wörter, englischen Wörter reinsetzen kann und das so krass passt und harmoniert. Yeah. Das ist fasziniert mich bis heute noch, auch wenn ich mittlerweile schon mir erklären kann, woran das eben liegt, eben, dass das so eine vokallastige Sprache ist, Koreanisch so wie das Englische. Aber es ist trotzdem geil. Ja. Weil ich weiß, ja gut, vielleicht, weil beim Deutschen denke ich immer so, manchmal ist es cool, also es gibt Leute, die können das cool, Deutsch mit Englisch vermischen. Echt? Also Englisch gibt es schon wenige, die das cool können, aber oft ist es auch so ein bisschen so, geht so. Also mit Anglizismen oder eben diesem Denglisch-Ding, also Deutsch-Englisch bin ich immer so ein bisschen so, geht so. Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich Deutsch verstehe. Mich würde interessieren, wie ich das aufnehmen würde, wenn ich Koreanisch verstehen würde. Ob es dann genauso cringy wäre, wie im Deutschen es manchmal angewandt wird, nicht immer, manchmal. Beim Rap geht das ja ziemlich gut, aber da gibt es auch Leute, die es nicht so gut können. Aber ja. Aber muss man dafür die Sprache verstehen oder wirklich als Muttersprache damit aufgewachsen sein, weißt du? Oh, okay, das ist auch nochmal ein Unterschied. Genau. Das können ja mal die koreanischen Zuschauer hier unter dem Video mal in die Kommentare schreiben, auf Englisch, damit wir das auch verstehen, wie die das so empfinden, gut, das ist jetzt nicht K-Pop, aber eben in der koreanischen Musik, auch im K-Pop, auch im K-Hip-Hop, beziehungsweise im Hip-Hop, wie die das oder wie ihr das so aufnehmt, wenn da tatsächlich eure Muttersprache mit der englischen vermischt wird, ob ihr das komisch findet oder cringy vielleicht sogar oder ob ihr denkt, das ist cool, das ist normal. Weil, also ich meine, wir hören das ja sehr viel in K-Pop. Also ich finde es im Deutschen super schrecklich. Ich finde es auch schrecklich.
Hier stört mich das überhaupt nicht. Aber, auch so Englisch und Spanisch stört mich überhaupt nicht. Aber im deutschen Hip-Hop allerdings, da gibt es viele Sachen, da funktioniert das aber super. Also viele können es da richtig, richtig gut. Aber ja doch. Nee. Doch. Da bin ich raus. Ja. Ach so, jetzt verstehe ich das. Jetzt macht seine Handbewegung am Ende, das war quasi, man macht das ja so bei Musik und bei Filmen und beim guten Buch und bei einer Geschichte oder so, muss ja das Anfang und das Ende immer irgendwie sich gut zusammenfügen, wie so eine Klammer. Und dazwischen hat man die Geschichte. Und hier hat man gerade die Klammer auf der ganzen Geschichte des Musikvideos des Songs, ja. Und dazu hingegen jetzt die Klammer zu, das Pendant quasi das Ende. Pack. So, jetzt habe ich die Handbewegung verstanden. Vielen, vielen Dank, Leute, fürs Zuschauen und für die super tollen Vorschläge in den Kommentaren. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, lasst gerne ein Abo da. Nicht vergessen, Glöckchen an für den Ehrenmann. That's me, Rahim. Und schaut auch bei Dana vorbei, denn sie hat auch einen YouTube-Kanal, wo sie vielleicht sogar mal auch so Shots benutzt und anschaut. Von EXO dann aber. Tschüss.